Im heutigen Teil unserer Q-Liner-Produktion möchten wir euch zeigen, wie aus dem angelieferten Coil eine Seitenwand entsteht. Das verzinkte und beschichtete respektive lackierte Stahldeckblech kommt bekanntlich von ThyssenKrupp. Und seht euch gerne dazu nochmal unseren Beitrag zur Verzinkung des Bleches an. In Abhängigkeit von der gewünschten Innenhöhe werden die Bleche zunächst auf Länge geschnitten, anschließend mit einer Biegetechnik so filigran wie Origami gekantet und in der nachfolgenden Maschinerie diffusionsdicht miteinander verpresst. So entsteht das durchgehende Deckblech für eine Seitenwand. Die gleiche Anlage presst den Freiraum für die bündige Ladungssicherungs- und/oder Doppelstockschiene. Und für die etwas dickere Doppelstockschiene werden noch Teile des Bleches im Verformungsbereich ausgestanzt. Anschließend werden alle Klebeflächen mit einem Plasmabrenner gereinigt und aktiviert, um die Klebung optimal vorzubereiten. Vor dem Schäumen bekommt die Innendeckschicht vollflächig einen schlagresistenten und die Außendeckschicht einen elastischen Kleberauftrag. Geschäumt wird dann im offenen Verfahren und dann geht es ab in die Presse mit der Seitenwand. Und um nun diese Seitenwand präzise mit dem Boden und dem Dach zu verbinden, braucht es perfekt ineinandergreifende Verbindungsprofile und die sehen wir uns in einem kommenden Beitrag genauer an.